Schön, dass du vorbeischaust. Heute beschäftigen wir uns mit der Zeit. Zeit, ach ja, jeder hätte wohl gerne etwas mehr davon. Zeit existiert nicht im Nichts. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht zum Nichts. Man sagt, vor dem Urknall war das Nichts. Ein Vakuum, ein luftleerer Raum, gefüllt mit virtueller Energie. Es kann jederzeit Materie daraus entstehen und man sagt, dort existiert keine Zeit. Zeit ist eine Illusion. Ein paar Gedanken dazu in dem Video. Existiert die Zeit jetzt, wo wir hier sitzen, uns das Video anschauen oder irgendwo essen, kochen und so weiter? Man misst die Zeit im Weltall vor allem mit Lichtjahren, zum Beispiel wenn man mit dem Raumschiff reisen würde durch das Weltall. Das Weltall scheint ja in der Theorie auch zu expandieren. Eine Zeit vergeht. Für das Universum ist die Zeit irrelevant, wobei auch hier dem Universum irgendwann die Zeit ausläuft, zumindest in der Theorie. Sterne und Galaxien können ebenfalls verenden. Das heißt, sie werden irgendwann aufhören zu leuchten und werden dann irgendwann auch aufhören zu existieren. Zeit ist definiert durch eine Abfolge von Ereignissen. Man könnte vielleicht auch sagen, Zeit ist definiert durch Geburt und Verendung, Anfang und Ende. Vereinfacht könnte man sagen, dass eine Blume aus einem verdichteten Samenkorn wächst und gedeiht, blüht und Ende des Jahres dann irgendwann verendet. Und auch ein gewisses Ereignis ist ja irgendwann einmal zu Ende. Ohne Anfang und Ende gibt es aber keine Zeit. Wenn es keinen Anfang, kein Ende gibt, warum sollte es dann eine Zeit geben? Zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal zu dem Nichts gehen, was ja eigentlich eine Theorie ist, dort gibt es nichts. Alles ist endlich und unendlich zugleich, alles geordnet, voller Energie und alle Information ist auf einem Punkt, könnte man vielleicht sagen. Wenn das Nichts immer existiert, also nie geboren wurde und auch nie verendet ist, gibt es keine Zeit. Es existiert quasi in der Unendlichkeit, ohne Zeitgefühl existiert das Nichts für immer. Jederzeit können Galaxien und Dimensionen oder Naturgesetze entstehen, wie es der Zufall will, in der Theorie zumindest. Wir werden es aber leider nie erfahren. Zeit existiert im Nichts, also nicht. Wenn wir aber natürlich sagen, wir gehen jetzt in der Früh zum Frühstücken und dann gehen wir irgendwie raus zum Wandern, dann ist das eine Abfolge von Ereignissen. Da kann man natürlich schon sagen, das ist definiert durch die Zeit. Kurz gesagt, etwas vergeht, etwas bewegt sich. Und dann wird vielleicht einer sagen, hey, aber muss es denn überhaupt einen Anfang und ein Ende geben bei der Zeit? Geht das überhaupt? Aber dazu müsste es ja einen Anfang geben, einen Anfang haben. Wo sollte man denn sonst anfangen zu zählen? Irgendwo muss ja etwas beginnen. Man könnte es die Unendlichkeitszeit nennen, aber wie zählt man denn das überhaupt? Ich weiß es zumindest nicht, die anderen wahrscheinlich auch nicht. Man kann es sich nicht vorstellen, dass das Nichts schon immer existieren sollte. Wie ist das denn überhaupt möglich? Irgendwann musste es doch die erste Explosion gegeben haben, die erste Anomalie, wie auch immer man das nennen mag. Fängt man hier an zu zählen? Aber das ist ja auch ein gewisses Ereignis, wenn etwas explodiert, wenn im Nichts der Urknall entsteht. Das ist ja auch ein Ereignis, das Anfang und irgendwann gibt es vielleicht auch ein Ende. Laut den Wissenschaftlern soll das Universum ja auch ein Ende haben, aber wenn es dann einen neuen Urknall gibt oder eine neue Anomalie, wie auch immer man das nennen mag im Nichts, dann fängt ja wieder alles von Neuem an. Also welchen Sinn würde es dann machen, von Zeit zu sprechen oder hier mit der Zeitzählung fortzufahren? Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wird man unser Universum dann vergessen? Ist das überhaupt wichtig? Einen Namen vergeben, ja, aber in Zeit messen? Wieso sollte man das tun? Deshalb ist Zeit
in der Theorie irrelevant. Zeit macht nur Sinn, wenn etwas anfängt oder dann auch endet. Es muss nicht immer einen Anfang und ein Ende haben. Vielleicht ist das ja auch eine Richtung. Aber der Mensch denkt einfach so, weil er es nicht anders kennt, logisch, wegen den Naturgesetzen. Aber das Nichts ist alles und nichts theoretisch zugleich. Ohne Zeit, es passiert etwas und dann ist es einfach wieder weg. Ob es da war oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Aber ich will euch nicht so aus dem Video lassen, deshalb formuliere ich das Video quasi mit einem Happy End. Alle, die jetzt wissenschaftliche Theorien hören wollen, sollen jetzt das Video einfach beenden. Hätte man vielleicht auch vorher schon beenden können. Wirklich super wissenschaftlich ist es natürlich jetzt nicht geworden. Eher so in die Richtung Populärwissenschaft. Ist jetzt auch egal. Es wird jetzt etwas mystisch. Also, weiter im Text. Ob etwas nicht Lebendes endet, ist ja fast schon egal, aber wir sind alle Sternenstaub, wir sind alle aus dem Gleichen entstanden, wir sind alle pure Energie, also ist es nicht wichtig, ob wir wirklich enden, wir werden Energie sein. Vielleicht ist das die perfekte Form, alles zu sein, pure Energie, alles zu verstehen, die Vollendung. Es ist dann nicht mehr wichtig, mehr lernen zu müssen, denn wir wissen ja vielleicht schon alles in der perfekten Form. Aber genau das ist der Punkt, warum ein Menschenleben so wertvoll ist. Etwas nicht zu wissen kann wertvoll sein, weil es etwas zu entdecken gibt, Gefühle und das alles, was darum herum ist. Das ist einzigartig. Eine vollendete Form des Lebewesens wird sich zwar nicht nach einem Menschenleben sehnen, aber immer fragen, wie es wohl ist, Gefühle zu haben, ein Mensch zu sein oder ein anderes Lebewesen. Es muss ja auch kein Mensch sein. Genau deshalb gibt es uns wohl. Deshalb sollte auch jeder versuchen, das Leben zu genießen, wo es möglich ist, denn in der vollendeten Form wird das nicht mehr so einfach möglich sein, denn dann wird eine Pizza einfach nur nach nichts schmecken, aber als Mensch schmeckt eine Pizza einfach super und deshalb ist es auch toll. Und da sage ich jetzt ciao und bis zum nächsten Mal.